Ich habe früher das Spiel noch gespielt in der Client-Version, wollte wieder reinschnuppern, doch es wurde alles gelöscht. Wie sicher ist es, Valve Universe bleibt das nun für immer so? Naja, für immer wird ein Videospiel niemals bleiben. Also wenn du für immer suchst, dann darfst du maximal Singleplayer-Games spielen, die keinen Online-Speicher haben. Also wo die Sachen auf deinem Gerät gespeichert werden. Und selbst dann, wenn deine Festplatte mal freckt oder so, könnte es theoretisch immer noch sein, dass der Fortschritt verloren geht. Also für immer ist nichts. Leider. Vor allem nicht bei einem Online-Spiel. Das davon abhängig ist, dass es Einnahmen generiert und wenn die irgendwann nicht mehr da sind, dass es offline geht. Also nein, nicht für immer. Aber für vermutlich noch eine sehr lange Zeit. Und ich sage mal so, es ist natürlich ärgerlich mit den alten Charaktern und so weiter. Aber je nachdem, wann du das letzte Mal gespielt hast, ich meine, es ist kein Trost, ich weiß, aber viele Leute haben halt dann realisiert, wenn sie bei Flive PC nach sehr langer Zeit wieder reingeschaut haben oder jetzt bei Flive Universe wäre es das gleiche, dass die nochmal neu anfangen müssen oder müssten. Einfach weil Einfach weil... Was heißt sehr lange Zeit? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber vermutlich viele Jahre. Auf jeden Fall haben die Leute früher schon realisiert, wenn sie sehr lange nicht gespielt haben, ist es eigentlich relativ egal, ob sie neu anfangen komplett oder ob sie noch alte Sachen haben. Weil die alten Sachen, Ausnahme Fashion, Skins und solche Sachen, dann meistens wertlos waren. Also ich habe zum Beispiel ewig lang Lightning 10% Karten auf der Bank liegen gehabt, weil ich mir immer gesagt habe, naja, wenn ich sie irgendwann mal benutze oder so, ganz nice. Und dann kamen zum Beispiel einfach 12% Karten raus. Mittlerweile gibt es auch 15% Karten. Und meine 10% Karten, die ich noch auf der Bank liegen habe, sind einfach komplett wertlos. Und das heißt, wenn du einfach ein paar Jahre nicht gespielt hättest, wäre es das Gleiche. Das Spiel entwickelt sich, das Equipment entwickelt sich, die Welt entwickelt sich. Und das heißt, wenn du nach sehr langer Zeit wiederkehrst, ist es meistens so, dass alles, was du hast, mehr oder weniger wertlos ist und extrem veraltet und du sowieso alles neu kaufen müsstest und so weiter. Und entsprechend ist es dann schon fast egal. Wie gesagt, ist kein Trost, aber dann ist es schon fast egal, ob deine Sachen tatsächlich gelöscht wurden oder ob sie einfach nur extrem veraltet und wertlos sind. Und bei einem Spiel wie Flive wird das immer so sein. Wenn du jetzt für 3 Jahre kein Flive Universe spielst, wenn du vor 3 Jahren gequittet hättest, selbst noch nach dem Astria-Update, wenn du da gequittet hättest, mit 140 und sehr gutem Equipment wärst du jetzt der Hampelmann vom Dienst, ohne Ultimate-Schmuck, ohne 150er Waffen, ohne 150er Sets und hättest ja auch kein Geld, dir das alles neu zu kaufen. Und die logische Schlussfolgerung wäre, auf dem FEC einfach neue Chars anzufangen und sich das Ganze verhältnismäßig einfach wieder zu erspielen. Oder wenn man halt diesen FEC verpasst hat, dann halt beim nächsten. Aber ätzend würde es sich so oder so anfühlen. Trotzdem muss man dann nicht mehr 1000 Stunden zocken, um den Charakter hochzuspielen. Naja, 1000 Stunden ist schon wieder so eine komplett übertriebene Darstellung der Tatsachen, weil es keine 1000 Stunden dauert. Aber ja, das ist das Einzige, was verloren geht, der Charakter selbst. Aber ansonsten müsstest du so oder so alles neu kaufen oder dein ganzes Zeug wäre wertlos. Im Verhältnis zu dem, was du mal gezahlt hast oder was es mal wert war.
Außerdem, wenn man es ganz genau nimmt, wurde ja gar nichts gelöscht. Flive-PC ist immer noch online und wer immer aktiv war, hat auch immer noch alle seine Charakter. Also ich kann mich immer noch auf meinem Account von 2008 einloggen, der 17 Jahre alt ist, mit Charaktern von 2008. Meinen ältesten Account von 2007 leider nicht, da habe ich das Passwort vergessen. Beziehungsweise die E-Mail auch, komplett alles weg. Aber meinen zweitältesten Account kann ich heute noch spielen.